Herzlich willkommen bei unserem Digital-Talk, heute mit Professor Erich Schölz, Dekan der Fakultät Gestaltung an der Hochschule Würzburg. Erich leitet unter anderem auch den Studienschwerpunkt Digitale Medien. Außerdem ist er Gründer und Leiter des Forschungsinstituts Design und Systeme und somit einer der Mitväter von Kyana. Schön, dass du da bist, Erich. Herzlichen Dank für die Einladung. Da würde ich gleich mal mit einsteigen, vielleicht von deiner Warte aus. Wie kam das Projekt Kyana zustande? Als wir begonnen haben, über Kyana nachzudenken, stand die Idee im Raum, diesen kleinen Codierungsdrucker, Code-Drucker, AlphaChat über eine künstliche Intelligenz zu erweitern und eben dadurch die Möglichkeit zu erarbeiten, das Produkt in dem, was es kann, in dem, wie es kommuniziert, möglicherweise interessanter zu machen für die Kunden. Und da im Grunde die künstliche Intelligenz als solches schon komplex genug ist und man sie kaum verstehen kann, war es wichtig, dass man eine Art übergeordneten Charakter entwickelt, der sozusagen wie ein Gebäude überall dieser Digitalisierungsvorhaben steht. Und so wurde Kyana geboren. So hast du es ja gerade auch schon gesagt. Es ist ein großes Gebäude, was ja auch sehr gewachsen ist. Gerade wenn es so darum geht, ich sag mal, mit was anzufangen, vielleicht noch mit kleinen Schritten, vielleicht eine Vision zu entwickeln. Wie wichtig ist für dich auch das Thema der Machbarkeit? Also nicht nur der technischen, sondern auch generell. Das wissen wir natürlich auch aus unseren Diskussionen in der Vergangenheit. Wie baut man so ein Produkt, so eine Idee, so eine Vision eigentlich richtig auf? Ja, eine ganz zentrale Frage, sehr wichtig. Die größte Herausforderung ist, die Mächtigkeit der Digitalisierung klein zu halten. Es ist viel schwieriger, darüber nachzudenken, wie man kleine prozessuale Schritte definieren kann, um sich in diesem großen Feld der Möglichkeiten nicht zu verlieren. Das war auch natürlich bei diesem Thema ganz entscheidend. Die künstliche Intelligenz, wie erwähnt, ist per se so abstrakt und so vielschichtig, dass man leicht sich verfangen könnte in der Vielfalt der Möglichkeiten. Und dadurch wird es ja auch unglaublich schwer zu vermitteln. Das heißt also, wenn man innerhalb eines eigenen Unternehmens Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen klar machen möchte, wohin man will und was der Plan ist, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn man kleine Schritte definiert, als den großen Wurf versucht zu vermitteln. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man diese Strategien auch immer verknüpft mit einem starken Narrativ, also der Vorstellung, was bedeutet das für ein Unternehmen, wohin kann die Reise gehen, wie sehen möglicherweise künftige Produkte aus und was bringt es unterm Strich dem Unternehmen. Also diese Überlegungen sind abseits der Technik zunächst mal viel entscheidender als Fragen nach Oberflächen, nach Codierung beziehungsweise nach Software-Applikationen oder nach ganz, ganz einfachen Anbindungen, Datenbankgeschichten und so weiter. Also die übergeordnete Frage ist am Anfang von zentraler Bedeutung. Hast du ja auch, bist du nicht nur der Mitvater von Kyana, sondern auch von ganz anderen Projekten in ganz anderen Branchen, auch mit anderen Kunden. Vielleicht kannst du uns da auch mal so einen Einblick geben. Ich glaube, das ist auch ganz spannend für unsere Zuschauer, was denn da eigentlich alles möglich ist und was ihr auch schon im Team umgesetzt habt. Also wir beschäftigen uns tatsächlich sehr viel mit dem Thema künstliche Intelligenz. Wir beschäftigen uns aber insgesamt auch sehr viel mit den Potenzialen der Digitalisierung in ganz, ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Also wir machen viel für die Automobilindustrie, da ist das Stichwort autonomes Fahren natürlich von zentraler Bedeutung. Und auch da kann man wunderbar erklären, was die Digitalisierung in ihrer Qualität bedeutet und ausmacht. Es ist sicher eine große Herausforderung, Software zu entwickeln, die das autonome Fahren insgesamt möglich macht. Aber es ist mindestens genauso interessant, darüber nachzudenken, was jemand, der in einem selbstfahrenden Auto erlebt, beziehungsweise wenn er da sitzt, erleben kann. Das heißt, wenn ich gefahren werde, verliere ich den Spaß am Fahren
Und ich muss mir überlegen, was dann in diesem Fahrzeug, möglicherweise auf digitaler Ebene, als Ersatz möglich wird, um sozusagen den Verlust des Fahrspaßes zu kompensieren. Und da kann man das wunderbar erklären. Und das gibt es natürlich in vielen anderen Bereichen auch. Der Maschinenbau läuft vorne weg. Dort ist die Digitalisierung häufig ein Prozess der Vereinfachung, der gedachten Vereinfachung von technologischen Prozessen. Aber in den allermeisten Fällen entwickelt sich die Digitalisierung dann stark, wenn sie einen Mehrwert bietet, der über eine technologische Vereinfachung hinausgeht und ganz, ganz neue Möglichkeiten, neue Produkte und neue Potenziale eröffnet. Wenn ich gerade die Themen jetzt mal aufnehme, das ist auch eine wahnsinnig große Bandbreite und du guckst jetzt nochmal auf unser Kyana-Projekt. Was sind da für dich gerade in diesem Kontext die Highlights? Eigentlich das Schönste ist für mich zu sehen, dass hier in diesem Unternehmen Kyana nicht mehr nur ein gedachtes Produkt ist, sondern sich zu einer ganzen Strategie entwickelt hat. Das heißt, Kyana ist heute, wenn man so möchte, unter dem Aspekt der Digitalisierung ganz viel und ganz wenig zugleich. Im einfachen Fall würde man sagen, erscheint Kyana als Chatbot. Im komplexen Fall erscheint Kyana als ein Vorstellungsbild einer gesamthaften Digitalstrategie für das Unternehmen König und Bauer. Und das erklärt für mich wunderbar die Kraft der Narrative, die wir brauchen, um komplexe Zusammenhänge innerhalb eines Unternehmens so zu kommunizieren, dass es alle verstehen, dass wir alle mitnehmen können und dass dadurch auch ein gemeinschaftliches Gefühl für den Aufbruch in etwas Neues entstehen kann. Kyana hat es geschafft. Gibt kein besseres Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Erich. Sehr gern.